viel hilft viel. Das ist gar nicht mehr das, was gerade so der Treiber ist. Viele Unternehmen in der Baubranche stellen sich aktuell wesentlich strategischer auf. Das ist natürlich entscheidend auch für die Zukunft, dass man dort halt in die richtigen Objektarten, in den richtigen Objektbereichen, in den entsprechenden Märkten aktiv sein muss. Ich freue mich ganz besonders, heute mit der Anja Gössel über das Thema Baukonjunktur zu sprechen, wie wir bei IBAU dieses Thema sehen. Anja ist ja schon viele, viele Jahre bei uns im Key Account Management tätig, hat eine unheimlich versierte Sicht auf den Markt, hat unheimlich viel mit Kunden zu tun und ist somit auch ein super Kompagnon und Ansprechpartner hier in unserem Termin heute und ich freue mich auf das Interview. Anja. Super, herzlichen Dank erstmal für das Intro, Christian. Ich freue mich auch. Du bist derjenige, um den es jetzt hier heute primär gehen wird bei unserem Interview. An der Stelle, ja, Christian Beitelhoff. Ich sage einfach mal auch ein bisschen was zu dir. Ich bin jetzt seit 17 Jahren an Bord. Das ist nichts im Vergleich zu der Betriebszugehörigkeit bei dir. Also da kommt wirklich eine wahnsinnige Expertise an Wissen und an Hintergrund. Zu IBAU sowieso, aber natürlich auch zur kompletten Baukonjunktur. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir ja an der Stelle heute hier zusammen am Tisch sitzen. Ja, prima. Christian, die Bauwirtschaft steht ja seit einiger Zeit tatsächlich unter erheblichem Druck. Wie hat sich die Baukonjunktur 2025 aus deiner Sicht bis heute entwickelt? Seit 2022 haben wir nach wie vor eine sehr, sehr angespannte Lage in der Baukonjunktur, in der Baubranche. Im letzten Jahr hat sich das ein Stück weit gebessert in 2025, aber ich sag mal, die Risikofaktoren, das ganze Thema hohe Finanzierungskosten, das Thema Baupreise ist natürlich ein Riesenthema, was Investitionen hemmt. Und da hat natürlich die deutsche Baubranche unheimlich drunter zu leiden. Und das merken wir nach wie vor. Wir haben zwar einen leichten Anstieg gehabt, knapp 172 Milliarden Euro Umsatz. Aber nach wie vor ist es ein sehr, sehr selektiver Markt, wo wir auch gleich ja noch im Detail auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Wie bewerten wir bei IBAU die aktuelle Lage im Hochbau? Ja, trotz der Entwicklung des letzten Jahres sehen wir natürlich schon, dass in der Baukonjunktur keine umfassende Erholung stattfindet. Wir sehen das in manchen Bereichen, dass da die Zahlen schon steigen und unsere Kunden sehen das ja auch an unserer Auftragsdatenbank, dem IBAU Explorer. Aber was natürlich ein großes Sorgenkind ist, das ist ja schon der Wohnungsbau. Im letzten Jahr haben wir 206.000 Fertigstellungen gehabt an Wohnungen. Das liegt aber noch weit unter dem, was der Bedarf ist. Ne? Also wir sind nach wie vor 45.000 Wohnungen weniger als im Vorjahr gewesen. Marktteilnehmer investieren halt auch viel, viel weniger in diesen Bereichen und die Investitionen gehen halt auch in diesen Bereichen zurück. Das merken wir auch ganz stark an den Informationen bei uns in der Auftragsdatenbank, dass dort viele Projekte auch geschoben werden. Das hören wir durch unser Partnernetzwerk auch ganz extrem, dass viel nach wie vor aufgeschoben wird, wenn nicht sogar komplett beerdigt wird. Die Baukonjunktur hat sich ja tatsächlich leicht stabilisiert. Die Stimmung in der Baubranche bleibt aber doch eher vorsichtig. Wie sieht IBAU das aktuell? Wo gibt es da Unsicherheiten? Also aktuell sehen wir bei IBAU keine flächendeckende Erholung. Umsatz- und Auftragslage ist besser geworden, aber eine ganz treibende Kraft ist, die wir auch immer wieder aus dem Markt hören, das ist der Fachkräftemangel. Die Unternehmen können aber nicht, weil ihnen einfach schlichtweg die Manpower fehlt. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch die Bürokratie. Das ist natürlich auch etwas, was die Unternehmen extrem hemmt. Hinzu kommen natürlich geopolitische Auswirkungen. Energiepreise schießen quasi durch die Decke. Und das sind natürlich alles Faktoren, die sich natürlich dann auch auswirken auf Materialpreise. Und so wird natürlich Kalkulation und letztendlich auch das ganze Thema Baukonjunktur auch durch solche Faktoren, Risikofaktoren angegriffen. Wir sehen einen eher selektiven Markt. Einige Objektbereiche wachsen stark, andere stehen aber nach wie vor und werden auch nach wie vor unter Druck stehen. Und das macht natürlich die Baubranche aktuell wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Kommen wir konkret auf den Hochbau zu sprechen, Christian. Wie schätzt du dort die Prognose für die Baukonjunktur ein? Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, also wir sehen in der Baukonjunktur keine einheitliche flächendeckende Entwicklung, sondern wirklich, dass es die starken und die schwachen Bereiche gibt und dass es halt auch dort eine starke selektive Entwicklung gibt. Wenn wir den Bereich des Wohnungsbaus nehmen, das ist wirklich das größte Sorgenkind. Wir haben aber auch im Bereich der Büroimmobilien, da sehen wir schon große Chancen. Also durch die Gespräche mit unseren Partnerinnen und Partnern hören wir schon sehr viel auch aus dem Bereich der Flächenumnutzung, getrieben natürlich auch durch die ganzen Homeoffice-Aktivitäten. Findet sowas natürlich jetzt auch wieder statt und birgt natürlich auch eine sehr, sehr große Chance. Andere Objektarten sind weiterhin stabil.
und es gibt dort auch wirklich steigende Investitionen. Ja, welche Bereiche im Hochbau sieht IBAU als besonders zukunftsfähig? Kann man das so ein Stück weit clustern? Ja, schon. Also wir sehen bei uns gerade so in unseren Projektdaten starke oder stark wachsende Bereiche. Der erste Bereich, ganz klar der Bereich der Gesundheitsimmobilien. Alles, was auch durch den demografischen Wandel getrieben wird und dort auch ordentlich Druck erzeugt. Das geht natürlich in den Bereich der Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, alles, was medizinische Versorgungszentren sind. Altersgerechtes Wohnen ist bei uns natürlich in diesem Bereich auch sehr, sehr, sehr stark. Ein weiterer Bereich sind natürlich sämtliche Bildungsbauten. Ja. Hier haben wir natürlich einen extrem starken Erweiterungsbedarf, einen Sanierungsbedarf von Kitas über Schulen, über sämtliche Hochschulen und Bildungseinrichtungen. Auch die Themen Ganztagsbetreuung, Digitalisierung und auch energetische Sanierung finden natürlich dort extrem statt. Ne? Sind auch erforderlich, ne? Total, total. Einen dritten Bereich sehen wir ganz klar in den Industrie- und Produktionsgebäuden. Hier sehen wir eine relativ stabile Investitionslage. Das sieht man auch in unseren Informationen im Explorer. Alles, was Unternehmen aus dem Bereich Technologie, Pharma, Energie, all diese Unternehmen investieren weiterhin in ihre Standorte, in ihre Produktionsstätten. Das sehen wir unter anderem auch in Studien von Deloitte und von PwC, die dort berichten, dass in Deutschland in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen stattfinden müssen. Ein Stichwort, was mir jetzt noch im Kopf ist, weil das einfach von Kunden natürlich ganz oft fällt, im Moment sowieso, ist das Thema kritische Infrastruktur. Absolut. Das würde ich jetzt hier mit drunter sehen. Da gibt es ja auch entsprechende Investitionspakete. Da werden wir auch von unseren Kunden gefragt, ne, die Projekte, wo sind die dazu und die wir natürlich dann im Explorer da auch entsprechend finden können. Ne? Ja, absolut. Das stimmt. Im vierten Bereich sehen wir bei IBAU ganz klar den Sanierungs- und Modernisierungsmarkt. Ne? Hier werden wir auch in den nächsten Jahren stabile, wenn nicht sogar stark wachsende Umsätze verzeichnen. Der Fokus verschiebt sich hier ein Stück weit vom Neubau auch in Richtung Gebäudebestand. Große Treiber sind natürlich dafür das ganze Thema ESG-Anforderungen, Klimaziele, Energiekosten, all das sind natürlich Treiber, die in diese Bereiche extrem einzahlen. Ne? Das betrifft natürlich sämtliche energetische Sanierungen, das ganze Thema technische Gebäudeausstattung, all diese Bereiche sind natürlich dann letztendlich auch davon betroffen. Ich hatte mir das mal rausgeschrieben, dass die Sanierung und Modernisierung mittelfristig wesentlich deutlicher stabiler wachsen werden als der klassische Neubaubereich. Also das unterstreicht dann nicht nur unsere Annahmen, das, was wir sehen bei IBAU, sondern für unsere Kunden bestätigen das. Also die Frage in Richtung, liebe IBAU, was hat euer Explorer an spannenden Sanierungsmaßnahmen? Auf jeden Fall. Also die sind auch in diese Richtung ganz klar getrieben. Ja, da wird das bestätigt. Ja, den letzten Bereich würde ich auch sagen, das ist natürlich alles, was technologiegetrieben ist. Das sind natürlich die ganzen Themen wie Rechenzentren, technologiegetriebene Immobilien. Das ist natürlich ein Bereich, der extrem wächst gerade. Ne? Also die Anforderungen steigen da extrem. Wir haben auch einige Anbieter für Technologien, die sich ganz speziell auf diese Bereiche stützen. Und da sehen wir auch einen extrem starken Zuwachs bei IBAU, auch in unseren Projektinformationen. Wie ist denn deine Einschätzung? Welche Entwicklungen kommen auf die Baubranche noch zu? Baukonjunktur und Baubranche werden in 2027 natürlich ganz andere Wachstumsimpulse auch bekommen. Das natürlich auf einem etwas angepassteren Fundament, so sehen wir das. Der Hochbau der Zukunft wird mit Blick auf die aktuellen Trends, nämlich technologiegetriebener, nachhaltiger, datengetriebener. Dazu kommen natürlich auch Themen wie modulares Bauen, das Thema Kreislaufwirtschaft. Wir glauben aber, dass ein flächendeckendes Wachstum im Neubau, dass das nicht in der Form zurückkommen wird, sondern dass das wesentlich selektiver stattfinden wird. Und das ist natürlich entscheidend auch für die Zukunft, dass man dort halt in die richtigen Objektarten, in den richtigen Objektbereichen, in den entsprechenden Märkten aktiv sein muss. Was empfiehlt IBAU-Unternehmen, um sich in der Baubranche zukunftsfähig aufzustellen? Viele Unternehmen, wir merken das ja auch in den Kundengesprächen, viele Unternehmen in der Baubranche stellen sich aktuell wesentlich strategischer auf. Ne? Also dieses Prinzip, viel hilft viel, das ist gar nicht mehr das, was gerade so der Treiber ist. Entscheidend wird natürlich
die frühzeitige Markterkennung, Signale richtig zu deuten, regionale Entwicklungen entsprechend richtig einzuordnen und natürlich auch das Thema der eigenen Vertriebs- und Investitionsaktivitäten letztendlich auch gezielt auszurichten. Das ist ja auch das, was wir gemeinsam auch mit unseren Kunden erarbeiten letztendlich, ne? Dass wirklich da auch ressourcenschonend letztendlich auch gearbeitet wird in dem Bereich von Vertriebs- und Investitionsaktivitäten. Umso wichtiger wird es natürlich, dass wir mit den Kunden die Themen Transparenz, Datenqualität, Marktkenntnis letztendlich auch angehen und die Fähigkeit, die Chancen frühzeitig zu erkennen. Das ist ja auch das, was wir mit unseren Kunden auch gemeinsam trainieren. Ne? Gerade das Thema Datenqualität und Marktkenntnis, das sind ja Themen, wo eBau ja extrem für steht. Absolut. Ne? Deswegen haben wir, ich meine, wir sitzen jetzt hier im 6. Etage sitzt unsere Recherche und da haben wir nun mal über 100 Leute beschäftigt, die nichts anderes tun, als Daten zu generieren und Daten aktuell zu halten, damit man genau diese Marktkenntnis letztendlich auch unseren Kunden mit an die Hand geben kann. Ja, na klar. Das ist ja das, was uns am Ende des Tages auszeichnet. Ganz ne? genau. Also KI ist das eine Thema, natürlich, ganz klar, wichtig. Ja. Aber das, was du gerade gesagt hast, die Kolleginnen und Kollegen in der Recherche, ich sage immer, das ist unsere Produktion, ne, an der Stelle. Genau. Die sind halt dafür verantwortlich, all diese Informationen tatsächlich dann auch in Erfahrung zu bringen. Das tun sie sehr gut. Am Ende ist es für unsere Kunden natürlich entsprechend wichtig, wie du es eben auch gesagt hast. Viel hilft viel, an der Stelle eher nicht. Ne? Die richtigen Informationen helfen an der Stelle viel, ganz genau. Ja, absolut. Christian, wir haben ja eben schon gerade darüber gesprochen. Die letzte Frage, die ich habe, schließt da halt genau an und passt natürlich, weil die Frage aller Fragen ist so, was machen wir bei eBau? Wie unterstützt eBau die Unternehmen tatsächlich dabei, sich für die Zukunft der Baubranche entsprechend gut aufzustellen und da gut vorbereitet zu sein? Ich meine, die Antwort liegt auf der Hand. Wir sind die Profis, was Projektdaten angeht. Wir sind die Profis, was Marktinsights angeht. Wir sind die Profis, was die Softwarelösungen zum Bearbeiten von Leads angeht. Das ist der eBau Explorer. So, ja. Und wir unterstützen natürlich unsere Kunden entsprechend ihre Strategien umzusetzen und die passende Strategie zu finden, um in so einem volatilen Markt gerade genau die richtigen Ansprüche für sich und ihr Geschäft befriedigen zu können. Und das ist genau der Punkt, den wir auch gerade schon besprochen haben, zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle, am richtigen Bau sein. Ja. Mit den richtigen Personen, mit den richtigen Personen. Beteiligten. Ja. Genau. Ja. Das funktioniert nur mit guten Leads, die letztendlich tagesaktuell zum Kunden gelangen, in der richtigen Form, sodass unsere Kunden ihre Vertriebsstrategien mit Softwarelösungen von eBau umsetzen können. Das heißt also, das ganze Thema frühzeitig neue Marktpotenziale erkennen, relevante Projekte wesentlich schneller finden und auch das ganze Thema Risiken letztendlich zu minimieren und das in dem Bereich des Vertriebs so effizient, wie es eben nur geht, strukturieren zu können. Wir hatten das vorhin schon. Ne? Genau. Mehr Qualität statt Quantität, das ist das Credo tatsächlich aktuell. Und ja, damit sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Genau. Lieben Dank für den wirklich großartigen Input an der Stelle und für deine Einschätzung. Super hilfreich gewesen in dem Moment. Und ja, in der Tat, wenn Sie mehr über das, von dem insbesondere Christian jetzt gesprochen hat, erfahren wollen, mehr über unsere Produkte, über unsere Leistungen, dann sprechen Sie gerne mich oder insgesamt unsere Kollegen im Vertrieb an. Wir freuen uns auf den Kontakt.